Hallo Leute, da in diesem Jahr die Kirmes ausfällt und viele von euch den Backfisch meistens auf der Kirmes essen und sonst das ganze Jahr über selten, machen wir heute den Backfisch einfach selber. Dafür habe ich hier Kabeljaufilet, das stelle ich jetzt erstmal beiseite, denn wir fangen an mit dem Backteig. Dafür habe ich hier 200 Gramm Mehl, 15 Gramm Backpulver, das sind etwa ein Päckchen. So, haben wir hier rein. Verrühren. Dann habe ich 250 Milliliter Milch. So, und damit rühre ich mir jetzt einen schönen Teig an. Und den jetzt so lange rühren, bis keine Klümpchen mehr drin sind. Und sobald ihr alle Klümpchen rausgerührt habt, kommen 2 Eier dazu. Und noch eine ordentliche Prise Salz. Und dann das Ganze nochmal kräftig durchrühren. Und hier haben wir jetzt einen schönen zähflüssigen Teig. Und den stelle ich jetzt erstmal beiseite und lasse den in Ruhe und lasse den noch ein bisschen ruhen. Ja. Und in der Zwischenzeit machen wir schon mal eine leckere Remouladensoße. Da habe ich hier einen Link zu einem Video, denn bei Remouladensoße gibt es viele verschiedene Ansätze, wie man die machen kann. Ich mache jetzt, ich nenne sie die Hausfrauenart, mit Eiern und Essiggurken. Welche ihr allerdings für euch aussucht, das überlasse ich jetzt euch. So, also in die Mayonnaise kommt jetzt die Gewürzgurke, ein klein wenig Salz, nicht viel, weil die Mayonnaise ist ja schon gewürzt, etwas Pfeffer, ein klein wenig Sojasauce und noch ein Spritzer Zitronensaft. So, das Ganze verrühre ich mir schon mal. Und da kommen jetzt noch 2 gehackte Eier dazu. So, das Hacken übernimmt bei mir der Eierschneider. Zwar erst einmal, so, dann zweimal. Und dann drehe ich das Ei nochmal um. So. Und schon habe ich gehacktes Ei. Da kommt jetzt noch ein Teelöffel Petersilie dazu. Und dann das Ganze einmal schön durchrühren. Und dann ist die Remouladensoße schon fertig. Dann fehlt eigentlich nur noch der Fisch. Für den Kabeljau schalte ich mir hinten schon mal den Herd an, dass die Pfanne schon mal langsam warm wird. Und zwar auf halbe Kraft. Das reicht für den Anfang aus. Dann habe ich mir hier schon mal Mehl vorbereitet, denn da werde ich den gleich drin wenden, bevor der in den Backteig kommt, dass der Backteig auch an dem Fisch kleben bleibt. Und dann kommen wir auch schon zum Fisch. Den salze ich mir ein klein wenig. Ein bisschen Pfeffer. Dann noch ein paar Tropfen Zitronensaft. So. Und noch ein klein wenig Sojasauce. So. Und wenn ich jetzt, wie bei der Arbeit, mehrere Fische machen möchte, dann mache ich mir die Marinade einmal komplett fertig und ziehe den Fisch dann nur noch kurz durch. So. Dann kann ich nämlich schneller und zügiger arbeiten, weil ich den Fisch dann einfach nur noch durchziehe und fertig. Dann gebe ich auch gleich schon Öl in die Pfanne. Und zwar ruhig so einen halben Zentimeter, dass der Fisch auch gut drin schwimmen kann. Der Backteig hat jetzt eine richtig schöne, sämige Konsistenz und genau so soll er sein. Und um jetzt zu testen, ob die Pfanne schon heiß genug ist, nehme ich einfach so einen Teelöffel, mache davon so einen Tropfen rein. So, da passiert jetzt noch gar nichts, das heißt, die Pfanne ist noch nicht heiß genug. So, und dann teste ich jetzt nochmal, die Pfanne ist schon ein bisschen wärmer. Sagt wieder so einen kleinen Tropfen. Und da sieht man auch schon, steigen direkt Bläschen auf. Und damit ist die Pfanne jetzt heiß genug und ich kann anfangen, den Fisch zu backen. Ich habe mir die Fischfilets jetzt einmal halbiert, dann sind sie leichter zu handeln. So, einmal in Mehl wenden, dann in den Backteig, gucken, dass auch überall gut Backteig dran ist. Gut. Und dann in das Fett, vorsichtig. So.
Und jetzt den Fisch schön langsam backen lassen, bis er auf der Unterseite schön goldgelb ist. Das sieht man meistens am Rand. Wenn er da anfängt goldgelb zu werden, dann ist er auf der Unterseite fertig. Und den restlichen Backteig, den müsst ihr übrigens nicht wegschmeißen, denn der hält sich auch ein bisschen im Kühlschrank. Und da könnt ihr auch wunderbar Gemüse drin rausbacken. Also Gemüse vorher kurz blanchieren und dann genauso wie den Fisch in Mehl wenden und dann rausbacken. Herrlich. Sollte eure Pfanne jetzt zu heiß sein und ihr merkt, der Fisch backt zu schnell, dann ist er innen meistens noch nicht ganz gar. Dann einfach wenden, auf der anderen Seite auch noch backen und dann im Backofen nochmal so 10 Minuten bei 120 Grad nachgaren lassen, dass der Fisch auch gar ist. So, der Fisch ist jetzt goldgelb, er ist jetzt bereit zu wenden, aber heißes Fett und Fischwenden ist immer schwierig, dass es nicht spritzt. Deswegen ein kleiner Tipp von mir, die Pfanne etwas schräg halten, dass da, wo ihr den Fisch hinwendet, eben kein Fett ist. Und dann könnt ihr den wunderbar wenden, ohne dass ihr euch damit voll spritzt. So. Kurz anheben die Pfanne und dann einmal wenden. Und dann geht das ganz wunderbar. So. Gut. Und jetzt lasse ich ihn auf der anderen Seite auch noch backen. Der Fisch hat jetzt auf jeder Seite so 3-4 Minuten gebacken. Ein bisschen hängt es auch davon ab, wie dick euer Fisch ist. Meiner war jetzt relativ dünn, das heißt, es geht relativ zügig. Wenn ihr dickere Fische habt, dann entweder langsamer backen oder eben, wie vorhin erwähnt, im Backofen nachgaren. Geht auch. So, dann hole ich meinen Fisch jetzt mal raus. So. So. Da ist er nun, mein Backfisch. Also ich muss sagen, der ist wunderbar goldgelb gebacken, auch so eine richtig schöne fluffige Kruste außenrum. So, und er kommt jetzt hier auf meinen Teller. Normalerweise müsste ich einen Pappteller nehmen, denn auf der Kirmes gibt es meistens Pappteller. So, und da kommt jetzt die Remouladensoße noch mit dazu. Ja, und noch eine Scheibe Zitrone. Und dann ist mein Backfisch auch schon fertig. Also es ist recht einfach und unkompliziertes Gericht. Der Backteig ist eigentlich recht easy angerührt. Und von daher habt ihr da wirklich ein leckeres Gericht, das ihr nicht nur zur Kirmes essen müsst, sondern ihr könnt es euch auch zu Hause machen. So, in diesem Sinne, ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Kochen.